Hallo, Dong Dong. Ich wollte mal auf dem Café vorbeischauen. Kann ich reinkommen? Ach du Schreck, das ist Onkel Henry. Hoffentlich will er mich nicht zu einer Expedition einladen. Ich darf mir jetzt nichts anmerken lassen. Ja klar, komm am besten gleich in die Küche. Eine schöne kleine Küche hast du hier. Danke, aber du bist sicher wegen was anderem hier, habe ich recht? Ja, hast du schon mal was von dem Kristalldrachen von Brikadesh gehört? Also von Brikadesh schon, aber noch nicht von diesem Kristalldrachen. Ich habe hier noch eine alte Weltkarte. Darauf ist Brikadesh noch groß und reich, im Gegensatz zu heute. Ah ja, und warum hat sich das geändert? Nun ja, es gibt da eine Legende, die geht so. Einst soll es in Brikadesh einen Kristalldrachen gegeben haben, und der war in der Lage, Steine in Kristalldiamanten umzuwandeln. Dadurch wurde das ganze Land sehr wohlhabend, doch leider verschwand der Drache eines Tages spurlos. Okay, und warum ist er verschwunden? Ja, das weiß man nicht, aber ich, Henry Dongston, werde es herausfinden. Aber ich kann es nicht allein. Ich brauche dazu einen Helfer. Wenn du da mich fragen willst, vergiss es. Wieso denn? Weil jedes Mal, wenn ich mit dir unterwegs war, wir in irgendeine Schlamassel geraten und nur mit viel Glück wieder rausgekommen sind. Das war kein Glück, sondern gute Strategie. Und es gibt nun mal keine Expedition ohne Risiko. Und dann willst du ja immer mit dem Schiff fahren, weil dir eine Flugreise zu teuer ist. Diesmal nicht. Die Forschungsbehörde in Bricklin hat mir 2 Flugtickets besorgt. Außerdem gibt es diesmal eine Sonderprämie, wenn wir erfolgreich sind. Na, wie wär's? Nö, ich bleibe lieber zu Hause. Dann darf ich dich sicher an den Brief deines Vaters erinnern. Verdammt, er hat ihn immer noch. Darin steht, dass du, Donny Dongston, gut auf mich, seinen Bruder, aufpassen sollst. Sonst musst du hier ausziehen, das ist nämlich seine Wohnung. Dann habe ich wohl keine andere Wahl. Ich komme mit. Na also, morgen um 8 Uhr geht's los. Ich werde dich abholen. Mist. Aha. Donny, würdest du mir bitte deinen Kugelschreiber geben? Würdest du mich bitte Dong Dong nennen? Warum denn? Weil ich schon seit der Grundschule so genannt werde und es mir so einfach lieber ist. Du wirst doch auch Henry genannt und nicht etwa Heinrich. Na schön, wenn's dich glücklich macht. Könnte ich jetzt bitte den Kugelschreiber haben, Dong Dong? Ja klar, einen Moment bitte. Und wie geht's jetzt weiter? Ein Mann namens Ron Zabonga soll uns abholen und uns zu unserem Zielort bringen. Er müsste gleich hier sein. Herr mit der blauen Hose. Eine milde Gabe, der Herr. Natürlich, klar. Danke, der Herr. Dong Dong, bist du da jetzt fertig? Bin schon fertig, aber die Frau ist krank, da muss man doch ein bisschen helfen, oder? Ja schon, aber du darfst nicht vergessen, dass wir einen wichtigen Auftrag zu erfüllen haben und wir müssen jetzt dringend... Oh, ich glaube, da kommt der schon. Professor Henry Dongston? Ja, da bin ich. Ich bin Ron Zabonga, Geologe. Ich habe den Auftrag, Sie nach Katamar zu bringen. Steigen Sie ein und halten Sie sich gut fest. Herr Zabonga? Ja, Professor Dongston? Wie lange sind wir denn noch unterwegs? Nicht mehr lange, nur noch eine halbe Stunde. So, meine Herren, hier können Sie aussteigen. Hier beginnt das Gebiet von Katamar. Vielen Dank, Herr Zabonga. Werden Sie uns denn weiterhin begleiten? Tut mir leid, das geht nicht. Ich muss zurück zu meinem Team. Wir suchen gerade nach dem Grab von König Katarasch. Aber wenn Sie mich dringend brauchen, habe ich trotzdem was für Sie. Moment. Rufen Sie mich damit, wenn Sie mich brauchen. Ansonsten noch viel Erfolg bei Ihrer Expedition. Vielen Dank und auch Ihnen noch viel Erfolg bei Ihrer Mission. So, dann lass uns losgehen. Dank dieser Karte werden wir schon bald am Zielort sein. Hoffentlich.
Henry? Ja, Dong Dong. Wir sind jetzt seit 3 Stunden pausenlos unterwegs. Meine Füße tun weh und ich habe tierisch Hunger. Können wir nicht mal Rast machen? Na ja, wir wären zwar gleich da, aber wie du willst. Dann lass uns hier unser Zelt aufschlagen. Das war ja wirklich höchste Eisenbahn. Aber jetzt muss ich echt schlafen gehen. Ich bin todmüde. Ja, ja, geh schon mal. Ich komme gleich nach. Wir haben morgen einen langen Tag vor uns. Dong Dong, würdest du uns bitte einen Eimer Wasser holen? Und warum ich und nicht du? Weil ich dann schon mal Feuer machen und alles für unseren Kaffee vorbereiten könnte. Okay? Na schön, ich gehe ja schon. Ausgerechnet mich, der ich mich hier am wenigsten auskenne, schickt er los zum Wasser holen in eine unbekannte Gegend. Na, das ist ja ganz toll. Und dann gibt er mir noch diesen hässlichen rosanen Eimer mit. Moment, ich höre was. Ich glaube, das ist irgendwo ein Fluss. Sieht ja alles ganz gut aus. Keine Gefahr in Sicht. Naja, dann wollen wir mal. Hey. Entschuldigen Sie bitte, ich wollte Sie nicht erschrecken. Ja, ich verstehe schon, aber was wollen Sie dann? Ich will Ihnen helfen. Erinnern Sie sich noch an die alte Frau am Flughafen, der Sie Geld gespendet haben? Ja, ich weiß noch. Aber woher kennen Sie sie denn? Sie ist meine Tante. Sie haben ihr geholfen, dass sie sich Medizin kaufen kann. Und jetzt möchte ich Ihnen helfen. Oh, klasse. Wir freuen uns natürlich über jede Hilfe. Bitte warten Sie einen Augenblick. Ich muss noch Wasser holen. Ich würde an Ihrer Stelle kein Wasser aus diesem Fluss holen. Wieso nicht? Etwas weiter oben sind Goldsucher und sie leiten ihren Müll direkt in den Fluss. Oh, das ist ja furchtbar. Und was machen wir jetzt? Keine Sorge, ich habe ein Wasser namens Aravit dabei. Das kommt direkt von den Kristallquellen und ist garantiert rein. Großartig. Wir können uns übrigens duzen. Ich heiße Dong Dong. Und du? Ich heiße Solaya. Gut, Solaya. Dann lass uns gleich zu meinem Onkel zurückgehen. Folge mir. Dong Dong, warum hast du denn kein Wasser mitgebracht? Und wer ist die Frau da neben dir? Das ist Solaya. Guten Tag. Sie hat mir gesagt, dass wir das Wasser aus dem Fluss lieber nicht trinken sollten, weil es verseucht ist. Aber dafür hat sie uns ihr Kristallwasser angeboten. Außerdem will sie uns helfen. Helfen? Wie denn genau? Ich kenne mich in dieser Gegend gut aus. Außerdem kann ich Altdeshi. Altdeshi? Oh, interessant. Hier auf dieser Karte gibt es ein Wort, für das ich bisher keine Übersetzung finden konnte. Es lautet Talakikona. Wissen Sie zufällig, was es heißt? Ja, das bedeutet Kopf des Löwen. Kopf des Löwen? Das klingt aber merkwürdig. Hier gibt's doch gar keine Löwenstatuen. Doch, ich weiß, wo eine ist. Es ist nicht weit von hier. Kommen Sie, ich zeige Ihnen die Stelle. Da geht er hin, mein Kaffee. Jetzt hat ihn wieder der Forschergeist gepackt. Hier ist die Löwenkopf-Statue. Aha. 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 Ah. Das hat doch schon mal gut geklappt. Jetzt lasst uns schnell reingehen, bevor das Portal wieder zugeht. Und nehmt eure Rucksäcke mit. Los geht's. Aha, interessant. Oh, sieht ja eigentlich ganz nett aus hier. Alles klar, wir haben Glück gehabt. Es ist kein Drache zu sehen. Aber da stimmt doch was nicht. Warum sollte jemand einen so geheimen Garten konstruieren, wenn da gar nichts drin ist? Ist doch egal. Hier gibt's jedenfalls nichts zu sehen. Wir können jetzt ganz beruhigt nach Hause gehen. Niemand wird hier irgendwo hingehen. Ah, der Drache! Siehst du, Dong Dong? Ich hab dir doch gesagt, dass es den Drachen gibt. Endlich, nach 500 Jahren wurde ich von meinem Fluch befreit. Und nun ist der Tag der Rache gekommen. Was denn für ein Fluch? Und wieso die Rache? Was, ihr kennt meine Geschichte nicht? Nun denn, ihr unwissenden Narren, ich werde sie euch erzählen. Vor langer Zeit waren Drachen und Menschen noch Freunde. Sie kamen öfter in meine Höhle und baten um einen Zauber. Der eine wollte Gold, die andere wollte Silber. Ich erfüllte ihnen alles, aber verbot ihnen meine Kristalle zu nehmen, aus denen eines Tages meine Nachfahren schlüpfen würden.
Doch sie hörten nicht auf mich, und eines Tages nach heftigen Regenfällen waren sie verschwunden. Deswegen flog ich zu ihren Dörfern, sie zu strafen, zerstörte einige ihrer Häuser. Als ich nach Katamar kam, traf mich ein Zauber, durch den ich auf ewig unsichtbar in meine Höhle verbannt wurde. Aber der Bann ist jetzt gebrochen und ihr bekommt eure Strafe. Wieso denn Strafe? Wir haben dich doch befreit. Ja, ihr seid Menschen und Menschen sind Mörder. Und jetzt werdet ihr dafür büßen. Nein! Haha, nun werdet ihr am eigenen Leib erfahren, was Verbannung bedeutet. Und nun wird es Zeit für die anderen zu erfahren, was es heißt, sich mit einem Kristalldrachen anzulegen. Wo sind wir? Dieser Ort ist wirklich seltsam. Nun, was hast du herausgefunden? Nun, die Wände sind aus massivem Silberkristallonit. Das kann nur bedeuten, dass der Drache uns in einem Silberkristall eingeschlossen hat. Aha, und wie kommen wir jetzt hier raus? Keine Ahnung, mit Dynamit könnte es vielleicht gehen, aber wir haben keins dabei. Ach so? Aber vielleicht hat dieser Geologe, mit dem wir hierher gekommen sind, sowas dabei. Oh, du meinst Ronzabonga. Gute Idee. Ich werde gleich versuchen, ihn zu erreichen. Hallo, Ronzabonga. Hier spricht Henry Dongston. Können Sie mich hören? Kein Empfang. Dieses Silberkristallonit scheint die Funkwellen abzuschirmen. Ah! Es gibt keinen Grund, sich aufzuregen. Es gibt keinen Grund? Es gibt keinen Grund? Wir sitzen ja fest, meilenweit von zu Hause, in einem fremden Land, wenn da draußen irgendwo ein wütender Drache herumfliegt. Und es gibt keinen Grund? Nein, wir sind die Ersten, die je in einem Kristall aus Silberkristallonit waren. Da gibt es jede Menge zu erforschen. Ich fasse es nicht. Und was willst du jetzt mit der Karte? Ich schau mal nach, ob es noch eine andere Möglichkeit gibt, mit der Außenwelt Kontakt aufzunehmen. Vielleicht finde ich einen Hinweis. Kann ich die Karte bitte mal sehen? Oh, aber ja doch, bitteschön. Auf jeden Fall ist alles deine Schuld. Wieso denn? Es hätte doch gereicht, wenn wir einfach nur einen Blick in diesen komischen Garten geworfen hätten. Aber nein, du musstest ja unbedingt hineingehen. Naja, ich bin nun mal Forscher. Und Forscher müssen immer alles ganz genau untersuchen. Ja, und deshalb sitzen wir mal wieder in der Klemme und du schwingst ganz tolle Reden. Du weißt aber auch, dass wir bisher immer einen Ausweg gefunden haben. Hey, ihr beiden. Hier auf der Rückseite der Karte steht noch etwas. Und was steht da? Male Bitoluma Drangosa Aravitas. Das heißt, Aravit kann den Kristall zerstören. Hey Solaya, du hast doch Aravit in deinem Rucksack, oder? Ja, jede Menge. Moment, ich hole es gleich. Hier ist eine ganze Flasche voll davon. Ja, dann lasst uns keine Zeit verlieren und es gleich ausprobieren. Solaya, gibst du mir bitte die Flasche? Ja, klar, Herr Dongston. Ich werd verrückt. Es hat geklappt. Wirklich beeindruckend, was so ein paar Tropfen Aravit bewirken können. Ich bin wirklich froh, dass mir meine Tante Aldeshi beigebracht hat. Wir müssen jetzt schnell in die Stadt und die Menschen vor dem Drachen warnen. Ja, aber wie kommen wir so schnell dahin? Ich habe eine Idee. Schnell, Onkel Henry, ruf Ronzabonga an. Hallo, Ronzabonga, können Sie mich hören? Ich kann Sie hören, Henry. Was gibt es denn? Ein Glück. Bitte kommen Sie schnell. Wir müssen dringend in die Stadt und einen Drachen aufhalten. Ein Drachen? Oha. Bleiben Sie, wo Sie sind. Wir sind gleich bei Ihnen. Ja, versuchen wir wegzulaufen, aber mein Drache kann keinem entkommen. Haha, jetzt habt ihr bekommen, was ihr verdient. Halt! Sofort aufhören! Was? Wie konntet ihr meiner Verbannung befehlen?
Na, durch das Aravit? Dong Dong, da vorne ist ein Goldkristall. Führ es ihm doch gleich mal vor. Kann mir mal einer mal sagen, was ich hier mache? Das erzählen wir Ihnen später. Siehst du, Drache? Es waren nämlich damals nicht die Menschen, die deine Nachfahren getötet haben. Und was soll es dann gewesen sein? Es war das Aravit. Du sagtest doch, dass deine Nachfahren nach heftigen Regenfällen verschwunden wären. Ja, genau so war es. Dann muss das Kristallwasser durch eine undichte Stelle in deine Höhle eingedrungen sein und hat deine Nachfahren getötet. Und was habt ihr jetzt vor? Wollt ihr mich etwa auch töten? Nein, wir haben einen besseren Vorschlag. Aber komm erst mal runter auf die Erde. Dann erzählen wir ihn dir. Okay, ich höre. Also, du hilfst den Armen, dass sie wieder wohlhabend werden, und als Gegenleistung bildet Sulaya eine Drachengarde, die auf deine Nachfahren aufpasst, bis sie geschlüpft sind. Und warum sollte ich euch vertrauen? Weil wir dir auch vertrauen. Und beide Seiten gewinnen etwas dabei. Na gut, ich bin einverstanden. Vielen Dank für alles, Sulaya. Du warst uns wirklich eine große Hilfe. Kein Problem. Kommt uns mal wieder besuchen. Ihr seid immer willkommen. Ja, aber nun passt gut auf den Drachen auf. Er ist der einzige Kristalldrache, den es gibt, und daher für die Wissenschaft sehr wertvoll. Keine Sorge, das mache ich. Gute Reise. Herr Zabonga, bitte fahren Sie uns zum Lager zurück. Wir müssen das Zelt noch abbauen. Und dann fahren Sie uns bitte zum Hafen. Okay, wird gemacht, Herr Dongston. Passt auf, dass euch kein Seedrache begegnet. Gute Heimreise. Ah, endlich. Ich freue mich schon so auf die neuen Folgen von Moonbase 12, meine Lieblingsserie. Wiedersehen. Tschüss. Ah, ist das nicht ein herrlicher Tag heute? Sag mal, Dong Dong, du freust dich ja gar nicht, dass wir jetzt bald wieder nach Hause kommen. Das verstehe ich nicht. Naja, ich dachte, du meintest Flughafen, als du Hafen zu Herrn Zabonga gesagt hast. Naja, wenn ich Flughafen gemeint hätte, dann hätte ich auch Flughafen gesagt. Aber wo ist denn jetzt das Problem? Das Problem ist, dass wir jetzt eine Woche länger unterwegs sind und ich mindestens 5 Folgen von meiner Lieblingsserie Moonbase 12 verpasse. Naja, aber ich kann nichts dafür. Unsere Reisekosten waren so hoch, dass es nicht mehr für einen Rückflug gereicht hat. Aber keine Sorge, wir machen das ja alles für die Wissenschaft. Wissenschaft, Wissenschaft. Gibt's überhaupt noch was anderes, für das du dich interessierst, außer Wissenschaft? Ja, Ausrüstung. Schau mal, ich suche immer noch nach einem guten Tropenhelm. Der, den ich trage, ist schon ziemlich in Jahre gekommen. Er muss gut aussehen, stabil sein und gut passen. Und so einer ist schwer zu finden. Ich muss mir unbedingt merken, für die nächste Reise Ohrenstöpsel mitzunehmen. Die Preise sind heutzutage schon so hoch geworden, da muss man schon ein reicher Forscher sein, damit man sich das leisten kann. Ich war neulich in Brooklyn und habe extra in einem Fachgeschäft gefragt. Aber nix, die hatten keinen vernünftigen Helm da.